Wer die Innsbrucker Hofburg besucht, der spürt trotz des Komplettumbaus unter Maria Theresia den Geist eines Renaissance-Menschen, der ein gebildeter Freund der Künste und Wissenschaft sowie Autor mehrerer Bücher war. Aus der Nachschau betrachtet gilt Maximilian I. als Glück für Österreich und vielleicht sogar ganz Europa. Seine Zeitgenossen dürften jedoch anders über ihn, einen Meister der Propaganda, gedacht haben. Am 22. März 1459 erblickte in Wiener Neustadt ein Junge das Licht der Welt. Die stolzen Eltern Friedrich III., seit 1452 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, und Eleonore Helena von Portugal, Tochter des portugiesischen Königs Eduardo I. sowie Nichte des berühmten Heinrich des Seefahrers, ließen das Kind 3 Tage später auf den Namen Maximilian taufen. Die politischen Umstände, in die der Junge geboren wurde, waren alles andere als einfach. Seit die Brüder Erzherzog Rudolfs 1379 im Neuberger Vertrag die Teilung des Landes beschlossen und so die vorderösterreichischen Leopoldiner und die Wiener Albertiner Linie begründet hatten, war durch eine weitere Teilung der Leopoldiner noch eine dritte, die sogenannte ältere Tiroler Linie hinzugekommen. Friedrich III. Regierte die Steiermark, Krain und Kärnten. Sigismund der Münzenreiche als Vertreter der älteren Tiroler Linie Vorderösterreich, das neben Tirol Teile des heutigen Württembergs, der Schweiz, Sloweniens und Italiens umfasste. Die albertinische Linie war 1457 mit dem Tod des gerade einmal 17-jährigen böhmisch-ungarischen Königs Ladislaus erloschen. Maximilians Onkel Albrecht VI. Beanspruchte dessen Erbe und damit Österreich ob und unter der Enns, was der Kaiser allerdings anders sah und so zum Krieg in Österreich sowie als Proxykonflikt auch in Württemberg und der Pfalz führte. Onkel Albrecht ging 1462 so weit, Wien anzugreifen und die Hofburg zu belagern. Über mehrere Wochen konnte die Familie Ferdinands die Burg nicht verlassen und musste sogar den Hungertod fürchten. Friedrich gab notgedrungen nach. Erst Albrechts Tod 1463 löste das Problem und Friedrich konnte nun Inner- und Donauösterreich wiedervereinen. Um zu verhindern, wie Friedrich es ausdrückte, dass sein Sohn einst ein gekrönter Esel würde, wurde eine Menge in Maximilians Erziehung investiert. Und tatsächlich eignete sich der Junge rasch umfangreiche Kenntnisse an. Er sprach ein gutes Gebrauchslatein, wurde fließend in Italienisch und Französisch. Ein weiteres taten die vielen Reisen, auf die ihn sein Vater nach dem frühen Tod der Mutter 1467 mitnahm. Wenn Sie mein Video über die Schweiz und die Habsburger gesehen haben, fällt Ihnen sicherlich auf, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der das österreichische Herrscherhaus bis auf das Fricktal alle Schweizer Gebiete verlor, der ewigen Richtung zustimmte und in die Burgunderkriege involviert war. Karl der Kühne, Herzog von Burgund, versuchte sein zwischen Burgund und Flandern zerrissenes Land, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, territorial zusammenzuführen. Um seine Herrschaft zu sichern und sich der Treuepflicht gegenüber Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich zu entziehen, strebte er die Königskrone an. Burgund war eine wirtschaftliche Supermacht. Es war daher schon fast zwangsläufig, dass Friedrich und Karl auf die Idee kamen, ihre Kinder miteinander zu vermählen. 1473 trafen sich die Herrscher in Trier und während Karl den ganzen Prunk der Burgunder zur Schau stellte, was den 14-jährigen Maximilian, dessen Vater als sparsam bis zum Geiz galt, zutiefst beeindruckte, wurde die Vermählung des Kaisersohns mit Maria, der Tochter Karls, besprochen. Allerdings forderte Karl die Zusage Friedrichs, dass er ihn zum König des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation machen würde. Der Habsburger lehnte ab, indem er ohne Abschied Trier am 25. November 1473 einfach verließ. Das Habsburger Verhalten verärgerte Karl, doch er ahnte nicht, dass er bald ganz andere Probleme bekommen sollte. Im Grunde fing alles harmlos an. Der Kölner Bischof wollte die Steuerhoheit in seinem Herrschaftsbereich an sich ziehen und brachte damit die Gemeinden seines Kurfürstentums gegen sich auf. Reich und Städte stellten sich gegen den Bischof. Karl unterstützte diesen, indem er ab Juli 1474 die Stadt Neuss belagerte. Das war ein Fehler, denn er provozierte so die Ausrufung eines Reichskrieges gegen Burgund. Friedrich sammelte Truppen und eroberte im März 1475 Köln. Notgedrungen brach Karl das Unternehmen im Mai ab
und, um den Reichskrieg zu beenden, willigte im Vertrag von Köln in die Heirat seiner Tochter mit Maximilian ein, ohne weitere Forderungen hierfür geltend machen zu können. Das weitere Schicksal des kühnen Karls ist rasch zusammengefasst. In Grandson verlor er das Gut, in Murten den Mut und in Nancy das Blut. Sprich, die Eidgenossen, die sich durch Burgund bedroht fühlten, raubten nach der Schlacht von Grandson am 2. März 1476 einen Großteil des burgundischen Gebrauchsschatzes und wesentliche Teile der Artillerie. In der Schlacht von Murten am 22.06. konnte Karl nur durch Flucht sein Leben retten, das er dann am 5. Jänner 1477 bei Nancy verlor. Soweit zur Vorgeschichte. Frankreichs König Ludwig XI. Sieht im Tode Karls eine einmalige Chance. Würde die Herzogstochter den Dauphin von Frankreich, den 4-jährigen Karl, ehelichen, hätte er Zugriff auf das gesamte Gebiet und damit auf einen recht großen Anteil auch des Heiligen Römischen Reiches. Gut, Maria ist zu diesem Zeitpunkt bereits 20, hey, aber was soll's. Während der Franzosenkönig noch daran arbeitet, sich die Erbin unter den Nagel zu reißen, flammen in Brabant, Holland und Hennegau Unruhen auf. Maria wird nicht ernst genommen. Die Städte und Gebiete fangen an, sich nach und nach loszusagen und etablieren eigene Regierungsformen. Burgund droht zu implodieren. Der französische Teil ist eingezogen, der Norden lässt sich nichts mehr sagen. Die Zeit drängt und so ist Maria heilfroh, dass Friedrich, der die Gefahr umgehend erfasst, ihr die Ferntrauung mit Maximilian vorschlägt. Diese findet am 21. April 1477 statt. Am 18. August trifft Maximilian in Gent ein und wird von der Bevölkerung umjubelt empfangen. Der junge Herzogin-Gemahl gilt als Hoffnungsträger. Tatsächlich nimmt Maximilian unmittelbar nach Vollzug der Trauung am 19. August Gespräche mit den Generalständen auf, um Finanzmittel und Soldaten für einen Feldzug gegen Frankreich zu sammeln. Dieser Tatendrang ist leicht erklärbar, denn bereits nun stehen die Franzosen in Flandern. Gent, Brügge, Brüssel und Lüttich sind in aktueller Gefahr. Ludwig will den Krieg vorerst vermeiden und schlägt einen Vertrag vor. Die französischen Gebiete des Burgunds, Dijon, die Freigrafschaft von Burgund und die Regionen Picardie und Artois bleiben französisch und Maria als Erbin ihres Vaters behält den Rest der Herrschaft. Klingt fair, aber bereits im Frühjahr 1478 greift der Franzose das Hennegau an und erobert es. Maximilian verfügt nicht über genügend Soldaten zur Gegenwehr. Also willigt er in einen Waffenstillstand ein und belässt das besetzte Gebiet zunächst den Franzosen. Im gleichen Jahr wird Philipp, später der Schöne genannt, geboren. Da Maximilian die Erbin des Herzogtums geheiratet hat, ist er selbst nicht Herrscher, sondern gilt nach allgemeiner Rechtsauffassung als Sachwalter seiner Frau, nun als Vormund des legitimen Herzogs Philipp. Dennoch erhält er von seinem Vater Burgund zum Lehen, was praktisch keine Veränderung nach sich zieht, Ludwig aber als Kriegsgrund ausreicht. Im April 1479 greift Frankreich erneut an, doch dieses Mal ist Maximilian vorbereitet. Neben eigenen Truppen kann er auch auf englische Bogenschützen, die Marias Mutter Margarete von York entsandt hat, zurückgreifen. Am 7. August kommt es zur Schlacht bei Gunigate, in der die Franzosen geschlagen werden. Der Krieg tobt nun und verheert ganze Landstriche. Maximilian gelingt es, ein Bündnis mit England abzuschließen. Dank dieser Hilfe können Maximilians Truppen den Franzosen im Frühjahr 1481 empfindliche Niederlagen beifügen. Rotterdam, Dordrecht und Leiden, Geldern und Holland werden erobert. Mitten im Siegen kommt es zur Tragödie. Nach einem Sturz vom Pferd stirbt Maria am 27. März 1482. Neben seiner Frau hat Maximilian damit auch die rechtmäßige Herzogin verloren. Die burgundischen Generalstäbe sehen im Tod der Herzogin die Möglichkeit, sich mehr Eigenständigkeit zu verschaffen. Sie fordern Maximilian auf, Frieden mit Frankreich zu schließen, denn Krieg sei nun mal schlecht fürs Geschäft, und sich nach Österreich zu schleichen. Man will die Erziehung des zukünftigen Herzogs selbst in die Hand nehmen. Die am 10. Jänner 1480 geborene Tochter Margarete soll den Dauphin Karl heiraten und zu diesem Zwecke umgehend nach Paris verbracht werden. Und eigene Truppen muss Maximilian am 23.12. im Vertrag von Arras einwilligen. Philipp wird nach Gent gebracht, Maria nach Paris. Er kehrt aber nicht nach Österreich zurück, sondern sammelt Truppen. In Mecheln, Antwerpen, Brüssel und Löwen lässt der Würdenträger hinrichten und löst so einen veritablen Bürgerkrieg aus. Maximilian kann bis Juni 1485 große Teile Burgunds wieder unter Kontrolle bringen, allerdings um den Preis massiver Zerstörungen.
Die militärischen Erfolge Maximilians kommen für seinen Vater gerade rechtzeitig. Die Ungarn sind in Österreich eingefallen und besetzen im Juni 1485 Wien. Doch statt zur Hilfe zu eilen, überzeugt Maximilian Friedrich, dass die Gefahr durch Frankreich deutlich größer sei. Das Grundmotiv der Ungarn, die Erlangung der deutschen Königswürde, könnte man leichter aushebeln als die Expansion Frankreichs. Tatsächlich folgt Friedrich seinem Sohn und bereitet dessen Ernennung zum römischen König vor, die im April 1486 erfolgt. Ludwig XI. War bereits im August 1483 verstorben, doch seine Frau und für ihren Sohn regierende Königin Anna von Beaujeu hatte den Krieg fortgesetzt. Im Sommer 1487 unterbreitet sie den Gentern einen Vorschlag. Gent kann unter französischer Regie eine eigenständige Republik werden. Maximilian schickt Truppen nach Gent, um den Plan der Französin zu durchkreuzen, macht sich selbst aber mit einigen Reitern auf dem Weg nach Brügge. Dort, so der Plan, will er Verhandlungen mit den Generalständen führen. Kaum sind er und seine Reiter in der Stadt angekommen, werden sie am 5. Februar 1488 im Haus Graneburg gefangen gesetzt. Die Brügger gehen so weit, dass sie einen Großteil der königlichen Begleitung hinrichten lassen. Zu diesem Zwecke bauen sie extra eine Richtstelle vor Maximilians Fenster auf. Den deutschen König in Geiselhaft zu nehmen, ist ein entscheidender Schritt zu weit. England, Portugal, Aragon und Kastilien rüsten. Der Papst verhängt den Kirchenbann. Kaiser Friedrich zieht mit 15.000 Mann vor die Stadt. Maximilian kommt frei und sorgt für die gnadenlose Verfolgung seiner Peiniger. War der Krieg zuvor bereits verheerend, so ist nun eine Steigerung ins Apokalyptische zu beobachten. Die Habsburger brennen ganze Landstriche nieder. Die Demütigung der Gefangennahme hat zudem die Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches auf den Plan gerufen und so muss Frankreich am 23. Juli 1489 im Frankfurter Vertrag einen Frieden akzeptieren. Maximilian wird bis zur Volljährigkeit seines Sohnes Herr von Burgund. Frankreich ist aus dem Spiel und bis 1493 werden die Habsburger auch den Rest der österreichischen Niederlande unter Kontrolle bringen. Der deutsche König verlässt noch im selben Jahr Burgund und wendet sich den österreichischen Erblanden zu. Der 31-jährige, nun deutsch-römische König Maximilian kauft 1490 Sigismund von Tirol Vorderösterreich gegen eine Leibrente ab. Erstmals seit 1379 ist Österreich damit wieder unter einem Habsburger vereint und so wird es für die nächsten 428 Jahre bleiben. Praktischerweise stirbt Matthias Corvinus am 4. April in Wien und Maximilian kann Donauösterreich von der Fremdherrschaft befreien. Allerdings brechen die ungarischen Magnaten den Ödenburger Vertrag, der vorsah, dass bei Ausbleiben eines männlichen Erben die Krone an Habsburg fiele und wählen Wladislaw von Böhmen zum neuen König. Die Habsburger ziehen daher der Donau entlang in Richtung Ofen, kommen aber nur bis zur ungarischen Krönungsstadt Stuhlweisburg, schlicht weil das Geld ausgeht. Stückerweise erobern die Ungarn ihr eigenes Gebiet wieder zurück. Also schließt Maximilian am 7. November 1491 einen Friedensvertrag, den Vertrag von Pressburg. Dieser sieht vor, dass Habsburg die ungarische Krone nun aber wirklich erhält, sollte Wladislaw ohne Nachkommen sterben. Die Ungarn zahlen zudem 100.000 Gulden Kriegsentschädigung und treten Eisenstadt, Fortstein und Günz ab. Maximilian darf sich offiziell nun auch König von Ungarn nennen. Als Friedrich II. Am 19. August 1493 stirbt, übernimmt Maximilian die Herrschaft über das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Burgund gesichert, Österreich vereint und die Grundlage für ein gemeinsames Herrscherhaus mit Ungarn gelegt. Sieht man von der Kleinigkeit ab, dass Maximilian wirtschaftlich bereits vollkommen ruiniert ist, so kann man zu dem Ergebnis kommen, dass die Sache bisher trotz aller Widrigkeiten gar nicht so schlecht für den König gelaufen ist. Doch Maximilian kann schwerlich seine finanzielle Misere ignorieren. So scheint ihm die Ehe mit Bianca Sforza eine ideale Lösung zu sein. Mailand ist Teil des Reiches und im Gegensatz zu Österreich reich. Sehr, sehr reich. Also vermählt er sich per Ferntrauung mit der Schwester des kränkelnden und nachkommenlosen Herzogs von Mailand. Was zum Zeitpunkt der Trauung 1493 als kluger Schachzug erscheint, wird Maximilian jedoch bis zu seinem Lebensende verfolgen. Am 25. Jänner 1494 verstirbt der neapolitanische König Ferdinand I. Sein Sohn Alfons II. Besteigt den Thron, doch der französische König Karl VIII. Beansprucht das Königreich für sich.
Papst Alexander VI. Ignoriert die französischen Ansprüche. Immerhin ist Alfons II. Sein Schwiegersohn. Ja, der Mann hatte eine Tochter. Doch was nutzt ein Stückerl Papier in Anbetracht einer Invasionsarmee? Im Dezember erobern die Franzosen Rom. Daraufhin macht Alfons seinen dummen Fehler. Vollkommen ohne Not dankt er im Jänner 1495 aus reiner Panik ab und intronisiert seinen Sohn. Bevor dieser noch recht weiß, wie ihm geschieht, wird er von Teilen des neapolitanischen Adels verraten und muss im Februar 1495 fliehen. Karl VIII. Lässt sich am 12. Mai des gleichen Jahres zum neuen König von Neapel krönen. Innerhalb kürzester Zeit ist die Apenninenhalbinsel in französischer Hand. Der Papst initiiert als Reaktion darauf die Gründung der Heiligen Liga. Am 31. März 1495, unmittelbar nach dem Fall Roms, vereinbaren der Vatikanstaat, bzw. das, was von ihm noch übrig ist, Venedig, Mailand, Aragon, Kastilien und das Heilige Römische Reich, die Franzosen zu vertreiben. Offiziell allerdings wird das Bündnis als Allianz gegen die Osmanen bezeichnet. Das klingt besser. Spanische Truppen landen in Neapel und die Venezianer besetzen Hafenstädte in Apulien. Die Franzosen sind komplett überrumpelt und müssen sich zurückziehen. Wenn Maximilian sie nun am Alpenübertritt hindern kann, kann er Karl den Garaus machen. Doch auf dem Wormser Reichstag stellen sich die Reichsstände mal wieder quer. Der Kaiser steht bis auf wenige treue Landesfürsten, darunter auch Eberhard im Bad, den er aus Dankbarkeit in den Herzogsstand erhebt, allein. Der Wormser Reichstag zieht sich bis Mai, da sind die Franzosen schon wieder trocken und warm zu Hause. Ganz sinnlos ist das Palaver allerdings nicht. Maximilian kann die Einrichtung einer Reichsgerichtskammer durchsetzen und den ewigen Landfrieden, das heißt das Ende aller reichsinternen Fehden erreichen. Zudem wird eine allgemeine Reichssteuer, der gemeine Pfennig, vereinbart, letzteres übrigens sehr zum Unwillen der Eidgenossen. Während dem König im November 1495 mit der Vermählung seines Sohnes Philipps, den er ein Jahr zuvor für volljährig erklärt hat, mit der Tochter des Königs von Aragon, Juana, und seiner Tochter Margarete mit dem Infanten Juan ein außerpolitischer Coup gelingt, schlingert er immer tiefer in die italienische Krise. Im November 1497 ruft der König zum Reichstag im österreichischen Freiburg im Breisgau. Maximilian fordert 150.000 Gulden. Er beschimpft und umschmeichelt die Reichsfürsten fast ein Jahr lang. Diese billigen ihm letztlich deutlich weniger Geld zu, doch der König meint, es würde schon reichen. Am 22. September 1498 stehen 20.000 Habsburger Söldner an der Grenze zwischen Burgund und Frankreich. Kurze Zeit später sind Maximilians Truppen tief in die Champagne eingedrungen. Unterstützt wird er in seinem Vorhaben von Mailand, allerdings nicht von seinem Sohn, der den Vater auffordert, den Ausgleich mit dem neuen französischen König Ludwig XII. Zu suchen und ihm jede Hilfe versagt. So scheitert der Feldzug aus Geldmangel und Maximilian muss sich zurückziehen. Es läuft nicht bei Maximilian und es wird noch schlimmer kommen. Zwischen 20. Februar und 22. September kommt es zum Krieg des Schwäbischen Bundes mit der Eidgenossenschaft. Diese wollte sich mit dem Beitritt der Bodenseestadt Konstanz zum Schwäbischen Bund nicht abfinden. Die Sache eskaliert rasch zu einem Reichskrieg, der mit dem Frieden von Basel endet. Dieser stellt den alten Status quo wieder her, maßgeblich, weil die Schweizer die Situation wohl falsch einschätzen. Sie haben jede einzelne Schlacht des Krieges gewonnen, befürchten aber, dass sie auf die Dauer dem Reich nicht gewachsen wären. Hätten sie gewusst, dass die Reichsfürsten dem Bund praktisch keine Unterstützung zukommen ließen und Maximilian die Truppen aus eigener Tasche zahlte, wäre die Angelegenheit wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgegangen. Ludwig XII. Überfällt am 18. Juli 1499 unerwartet Mailand und vertreibt die Sforza. Er begründet dies mit Erbansprüchen des ausgestorbenen Mailänder Herrschaftsgeschlechts der Visconti. Maximilian fordert den Abzug, was Ludwig aber nicht schert. Übrigens auch die Reichsfürsten nicht. Die verzögern das Zustandekommen einer beschlussfähigen Versammlung so lange, bis Ludwig genügend Truppen in Mailand versammelt hat, um sich dort festzusetzen. Erst ein Jahr nach der Einnahme Mailands durch die Franzosen kommt es zum Reichstag in Augsburg, wo sich die Reichsstände weigern, Mittel zur Verfügung zu stellen. Es kommt aber noch dicker für ihn. Am 14. Juli 1500, also nur wenige Tage nach dem Reichstag in Augsburg, schließen sich Frankreich, Ungarn, Polen und Litauen zu einer Allianz zusammen. Vordergründig geht es um die Abwehr der Türkengefahr, aber den Trick kennt Maximilian. Er ist nun plötzlich von Valois-treuen Ländern umzingelt.
Dass der Ungar Wladislaw eine Tochter Ludwigs XII. Ehelicht, macht die Sache noch unerträglicher. Hinzu kommt, dass Aragon nun mit Ludwig paktiert und sich mit den Franzosen auf die Teilung des Königreichs Neapel einigt. Der Vertrag von Grenada besiegelt das Schicksal der Apenninien-Halbinsel und ab 1501 sind die erst wenigen Jahre zuvor aus Italien vertriebenen Franzosen dort wieder fest im Sattel. Maximilian ist am Ende dieses Jahres politisch erledigt. Das soll sich erst im Juli 1502 ändern. Der Vertrag von Granada, der eine Teilung Neapels vorsieht, ist so vage formuliert, dass Franzosen und Iberer im Streit über die Grenze geraten. Ludwig XII. Marschiert in von Aragon beanspruchten Gebiet ein. Es kommt zum Krieg und Maximilian verbündet sich umgehend mit dem Vater seiner Schwiegertochter, Ferdinand von Aragon. Unter Gonzalo Fernández de Córdoba schlagen die Aragoner die Franzosen am 29. Dezember 1503 in der Schlacht von Galigliano vernichtend. Diese müssen Neapel räumen, halten aber umso fester an Mailand. Ludwig sucht nun den Ausgleich mit Maximilian. Am 4. April 1505 kommt es zum Friedensschluss zwischen den beiden Kontrahenten. Der Vertrag von Hagenau legt fest, dass Maximilian den Franzosen Mailand zum Lehen gibt, dafür aber in Zukunft seine Ruhe hat. Das Timing hätte kaum besser sein können, denn schon kurze Zeit später braucht ein innerdeutscher Konflikt Maximilians volle Aufmerksamkeit. Die beiden Wittelsbacher Linien von Bayern-Landshut und Bayern-München sind in familiärer Abneigung innig verbunden. Als der letzte bayerisch-Landshuter Herzog ohne Sohn verstirbt und entgegen der Wittelsbacher Hausordnung seine Tochter und deren Pfälzer Ehemann als Nachfolger einsetzt, knallt es. Nach Vermittlung des Königs, der sich für Bayern München und die Wittelsbacher Hausordnung entscheidet, wobei seine Entscheidung weniger von juristischen Feinheiten, denn von der geleisteten Zahlung von 10.000 Gulden und der Überschreibung der Orte Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg bestimmt sein dürfte, kommt es zum bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieg. Frankreich, Baden, Böhmen und die Pfalz stellen sich auf die Seite der Landshuter. Der Schwäbische Bund, das Heilige Römische Reich, Nürnberg, Brandenburg und Württemberg auf die der Münchner. In weniger als 6 Monaten ist der Krieg entschieden. Am Ende wird in Köln Frieden geschlossen. Der Gewinner ist der König. Dieser erhält neben den zugesprochenen Gebieten auch noch Salzburg und das Mondseeland. Das nun unter dem Münchner Bayern wiedervereinte Land ist deutlich geschrumpft. Ein Konkurrent um die deutsche Krone ausgeschalten. Der innerdeutschen Opposition, deren stärkster Vertreter der geschlagene Pfälzer Kurfürst und die Wittelsbacher waren, entledigt, ist Maximilian wieder oben auf. Ohne große Mühe erhält er vom Reichstag in Köln die Vollmacht, ein 5000 Mann umfassendes Heer zusammenzustellen und die Ungarn freundlich daran zu erinnern, dass Wladislaw, verbündet mit den Franzosen oder nicht, sich an den Vertrag von Pressburg gebunden fühlen sollte. Im Mai 1506 stehen er und seine Armee in Mittelungarn. Das reicht, um Wladislaw, vor allem aber seine auf Unabhängigkeit pochenden Magnaten, zur Raison zu bringen. Im Juni gebärt Wladislaw Frau einen Jungen, doch Maximilian hat vorgebaut und ein Geheimabkommen geschlossen. Dieses sieht vor, dass seine Enkelin den ungarischen Thronfolger und eine eventuelle Tochter des Ungarn dessen Enkel heiraten soll. Egal wie es kommt, die Habsburger werden zukünftig ein Wörtlein in Ungarn mitzureden haben. Auch für die Spanien-Ambitionen Maximilians sieht es zunächst gut aus. Als Isabella von Spanien stirbt, wird ihre Tochter, die mit Maximilians Sohn Philipp vermählt ist, zur Regentin ernannt. Der gemeinsame Sohn Karl wird gemäß der Hausordnung also der einst König von Aragon und Kastilien werden. Nur 2 Wochen nachdem er und seine Frau Johanna den Thron besteigen, verstirbt Philipp am 25. September 1506. Da die Witwe Johanna leider geisteskrank ist, übernimmt ihr Vater Ferdinand II. Die Regentschaft. Mit Spanien in der Tasche, Frieden mit Frankreich und einem vertragstreuen Ungarn kann sich Maximilian daran machen, zum Kaiser gekrönt zu werden. Der Reichstag von Konstanz gibt ihm im Juli 1507 die notwendigen Mittel frei, doch Venedig versagt die Durchreise. Also zieht er mit 2000 Mann, in Konstanz hatte man ihm 12.000 versprochen, um Venedig herum nach Trient. Weiter kommt er nicht, da die Venezianer alle Wege blockieren. Mit Einverständnis des Papstes lässt er sich daher in Trient zum Kaiser proklamieren. Statt auf gleichem Wege zurückzukehren, zieht er mit seinem Heer über venezianisches Gebiet. Er nimmt Verona ein. Am 20.02. wird Ampezzo erobert und am 23.02. die Burg von Pieve de Cadore. Am 27.02.1508 nehmen die Habsburger auch die Burg von Bottestano. Am 2. März kommt es für die Habsburger zur militärischen Katastrophe.
In der Schlucht von Cadore umzingeln die Venezianer einen Großteil der Österreicher und als deren Ausbruchversuch scheitert, sterben mehr als 1500 Söldner des Kaisers. Die Venezianer aber besetzen nun Krain, Istrien und Fiume, österreichische Stammlande. Nach der Niederlage muss der Kaiser die Gebietsverluste am 6. Juni im Vertrag von Arco anerkennen. Maximilian sieht rot. Er will sich an Venedig rächen. Da die Venezianer sich durch die Einverleibung diverser Gebiete mehr als nur einen Feind gemacht haben, kann Maximilian relativ problemlos eine Allianz schmieden. Neben Ludwig XII. Gesellen sich der Papst, Aragon, Ungarn und England hinzu und gründen am 10. Dezember 1508 die Liga von Cambrai. Die Farbe auf Tizians Bombastgemälde zur Verherrlichung des venezianischen Sieges über Maximilian ist noch nicht getrocknet, als am 14. Mai 1509 französische Truppen den Krieg gegen Venedig eröffnen und die Armee des Dogen schlagen. Ludwig rückt bis an die Lagunenstadt vor und nimmt die ehemals Mailänder Städte Bergamo, Brescia, Cremona und Peschiera ein. Auch Maximilian ist nicht untätig. Er erobert Verona und kann kurzzeitig auch Padua halten. Von Osten dringen Habsburger nach Istrien vor und befreien Triest und die Grafschaft Görz von der venezianischen Besatzung. Es könnte so gut laufen, wenn die Verbündeten weiter zusammenhielten, doch das tun sie nicht. Die Franzosen weigern sich, mit den unerfahrenen und undisziplinierten österreichischen Bauern zu kämpfen und zu allem Überfluss geht dem Kaiser das Geld aus. Im Februar 1510 fällt ihm Papst Julius II. In den Rücken. Wenn die Romagna zurückgewonnen hat, schließt er kurzerhand einen Separatfrieden mit Venedig und scheidet aus dem Feldzug aus. Maximilian muss sich noch enger an Ludwig binden. Aragon, das sich bisher aus den Kämpfen herausgehalten hat, spielt seine Verbindung nach England aus, wo der 18-jährige Heinrich VIII., der seit wenigen Wochen den Thron innehält und mit Katharina von Aragon, der Witwe seines älteren Bruders Arthur, verheiratet ist, darauf brennt, den Franzosen eine Niederlage beizufügen. Ludwig hat in der Zwischenzeit mehrfach Maximilians Bitten um Unterstützung ignoriert und so nimmt der Kaiser das Angebot zum Seitenwechsel gegen Frankreich an. Am 19. Juni 1512 tritt er der Heiligen Liga gegen Frankreich bei. Dass die mit dem Papst verbündeten Eidgenossen unmittelbar zuvor die Franzosen aus Mailand vertrieben haben, spielt für seine Entscheidung natürlich überhaupt keine Rolle. Im August 1512 werden die Sforza in Mailand und die Medici in Florenz wieder in Amt und Würden gesetzt. Heinrich überfällt in der Zwischenzeit Frankreich von Norden aus. Es sieht wirklich so aus, als könnte Maximilian nun doch noch seinen seit langem gehegten Wunsch nach einem Marsch auf Paris in die Tat umsetzen. Genau in diesem Moment stirbt Papst Julius II. Und Leo X. übernimmt das Pontifikat. Das ist Pech. Denn im Gegensatz zu Julius hat Leo kein Interesse an einem Krieg mit Frankreich. Er schielt mehr auf die Gefahr durch das Osmanische Reich und ist Venedig freundschaftlich zugeneigt. Doch noch passt kein Blatt zwischen Aragon, England und Maximilian. Und so setzt man den Franzosen in der Schlacht von Gunigate am 15. August 1518 zu. Am 13. September schlagen eidgenössische Truppen Ludwig in Dijon und erpressen 400.000 Goldsonnen, bevor sie wieder abziehen und bis auf weiteres kein Engagement mehr im Feldzug zeigen. Da Frankreich anderweitig beschäftigt ist, überredet Maximilian Ferdinand von Aragon, sich mit ihm gemeinsam die Serenissima vorzunehmen. Im Oktober 1513 können die vereinten Truppen den Venezianern in der Schlacht von La Motta eine empfindliche Niederlage beifügen, ohne dass es allerdings zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Das letzte Kapitel der vertrackten Geschichte wird für den Kaiser ab März 1514 geschrieben. Er ist pleite und verliert die rückeroberten Gebiete im Friaul. Sein Verbündeter Aragon, auf den er dringend angewiesen ist, schlägt vor, sich mit Frankreich wieder zu versöhnen und Maximilian bleibt in dieser Situation nichts anderes übrig als mitzuspielen. Im Frieden von Orléans wechselt er also erneut die Seite und hintergeht so Heinrich VIII. Nun könnte es also endlich gut sein und genau jetzt. Genau am 25. Jänner 1515 hat Ludwig XII. Nichts Besseres zu tun, als zu sterben. Die Thronbesteigung Franz II. Von Frankreich ändert die Situation von Grunde auf. Franz will Italien erobern. Das Resultat seiner Ambition ist zunächst die blutigste Niederlage, die die Eidgenossen je ertragen mussten. In der Schlacht von Marigliano am 13. September 1515 sind es zur Abwechslung die sonst in Europa gefürchteten gnadenlosen Kämpfer der Schweizer, die niedergemetzelt werden. Mailand fällt.
Die Sforza werden verjagt und Maximilian muss erkennen, dass all das Hauen und Stechen, Morden und Kämpfen, Verhandeln und Verraten der letzten 7 Jahre vollkommen sinnlos war. Geschlagen und frustriert zieht er sich nach Österreich zurück. Italien kann ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, gestohlen bleiben. Um zumindest im Osten des Reiches seinen Erfolg verbuchen zu können, treibt er die Doppelhochzeit seiner Enkel mit den Kindern des ungarischen Königs Wladislaw II. Voran. Wie vereinbart ehelich der 9-jährige Sohn König Wladislaw die gleichaltrige Kaiserenkel Maria. Der kleine Ferdinand von Österreich heiratet die noch viel kleinere Anna. Damit ist im Juli 1515 der Grundstein für die nächsten 400 Jahre Habsburger Herrschaft über Ungarn und Böhmen gelegt. Auch in Spanien geht die mit der Vermählung seines Sohnes mit Johanna der Wahnsinnigen gelegte Saat auf. Am 25. Jänner 1516 stirbt Ferdinand und damit wird Maximilians Enkel Karl der erste König des wiedervereinigten Spaniens. Auch wenn Karl umgehend seinem Opa ausrichten lässt, dass er keinesfalls beabsichtigt, ihn bei neuen Italien-Abenteuern zu unterstützen, ist das durchaus ein Erfolg für das Haus Habsburg, verbunden mit einer bitteren Pille. Karl, der dank der Einnahmen aus der neuen Welt in Gold schwimmt, zwingt Maximilian zum Abschluss eines Friedensvertrages mit Venedig. Im Vertrag verzichtet der Kaiser auf das eroberte Verona und erkennt die Gebietsgewinne der Venezianer an. Der Rest ist Schweigen. Fast. Denn auf dem Reichstag in Worms und Augsburg, der 1518 stattfindet, kann Maximilian noch einige Reformen für das Reich sowie die Wahl seines Enkels Karl zum deutsch-römischen König und eine allgemeine Rechtsordnung nach römischem Recht für das Reich durchsetzen. Als der Kaiser nach einer demütigenden Heimreise, man hatte ihm und seinem Gefolge aufgrund der hohen Ausstände bei den örtlichen Wirten die Aufnahme verweigert, am 15. Jänner 1519 auf Burg Wels verstirbt, hinterlässt er mehr als 4 Millionen Gulden Schulden. Ein wirtschaftlich ruiniertes Österreich und hat dennoch die Grundlage für ein Weltreich gelegt, in dem die Sonne niemals untergeht. Was sein Vater einstmals in Stein meißeln ließ, hat der letzte Ritter, ohne es zu ahnen, tatsächlich geschafft. A-E-I-O-U. Austria est imperare orbi.